Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's, eure Maria, und wir sind heute wieder in meinem Schrebergarten. Schaut mal hinter mir. Ist es nicht schön, wie die Rosen gerade alle blühen? Oh, traumhaft. Lasst uns keine Zeit vergeuden. Wir haben echt viel zu tun. Es ist Mitte, Ende Juni und in den Hochbeeten ist einiges zu packen. Ich fange hier mal an mit den Zwiebeln. Klar, ich könnte die noch ein bisschen drin lassen. Das Grün ist jetzt noch nicht ganz so trocken, wie es sein könnte, aber ganz ehrlich, die sind so dick, prall und haben kaum noch Platz. Natürlich habe ich die viel zu eng gepflanzt. Ich würde mir aber gerne diesen Platz jetzt zunutze machen und eine Folgekultur hier anpflanzen. Deswegen kommen die jetzt raus. Und ich finde, das kann sich schon sehen lassen. Besonders wenn man bedenkt, dass es war altes Saatgut, wo ich nicht mehr wusste, ob das überhaupt keimt. Deswegen habe ich es ja auch so eng gesteckt, weil ich dachte, das wird wahrscheinlich nur jede zweite wird aufgehen und dann werde ich auch noch ein bisschen was zwischendurch ziehen. Ja, jetzt habe ich aber eine richtig gute Ernte. War ein gutes Zwiebeljahr. Und das reicht auch für meinen Hausbedarf an Zwiebeln für jetzt erstmal eine ganze Weile. Ja, ich finde die großzügig. Ich mag das ja, wenn die so unterschiedlich groß sind, weil man hat ja unterschiedliche Kochbedürfnisse. Mal braucht man eine kleine und dann wieder eine große. Sehr praktisch. Zwischendrin hat sich was ausgesät. Das sieht aus wie Schabziger Klee. Hatte ich letztes Jahr im Garten an einer ganz anderen Stelle. Hat sich jetzt hier ausgesät. So kommt das halt immer über den Komposthaufen auch in andere Beete. Die Zwiebeln sind jetzt übrigens alle aus dem Feld und bevor ich da irgendwas mitmache, lasse ich die jetzt ein bisschen abtrocknen in der Sonne. Lege die so ein bisschen hier auf den Rasen. Hier kommt erstmal keiner vorbei. Stört nicht. Das trocknet jetzt ein bisschen ab, dann fällt auch der Schmutz ein bisschen runter. Und dann mache ich später mit der Arbeit weiter und hänge sie dann vernünftig auf, sodass sie gut abtrocknen können. Und auch gut haltbar sind. Ein Blick ins Gewächshaus. Dem Mais geht's gut. Hier habe ich, weil der Mais hier vorne nicht keimte, noch eine Melone gepflanzt gehabt. Geht's aber auch gut. Dill hier vorne vom Gewächshaus wurde aufgefuttert, nahezu. Ja, das ist, irgendwie habe ich es nicht so mit Dill. Sogar in diesem Kasten. So, und im Gewächshaus, ich weiß, ich habe schon ein bisschen Ärger gekriegt, dass ich Gurken und Tomaten, weil die Tomaten hatten sich hier wild ausgesät drin habe und dass es nichts wird. Momentan sieht es ganz gut aus. Hier brauche ich mal einen Bambusstab, damit die ein bisschen hochranken kann, die Gurke. Der geht schon gut, da werden schon Blütenansätze sichtbar. Und auch hier blühen die Tomaten im Anfangsstadium. Sagen wir es ganz entspannt. Ich gehe mir mal einen Bambusstab holen. Dazu hat bestimmt jeder im Garten so eine kleine Rumpelecke. Hier haben wir so ein bisschen Holz. Oh, jetzt ein bisschen Chaos. Oh, das ist neu. Das war da gestern noch nicht. Das ist ein riesiges Loch im Boden. Und hier vorne ist die Erde ausgeschüttet worden. Wir hatten ja erst neulich hier dieses Regal aufgestellt und die Bretter hier gestapelt, die jetzt hier so ein bisschen rumliegen. Aber das Loch, das ist neu. Was könnte es sein? Ist fast ein bisschen groß für eine Maus. Guckt mal. Also meine Hand, ja, okay, aber ist schon ein bisschen groß. Also für eine Ratte meine ich natürlich. Ich glaube, ich hole mir mal eine Wildtierkamera und schau mal, ob ich die aufstellen kann. Und nehme mal den Bambusstab jetzt aber trotzdem mit. Ich habe jetzt mal hier auf dem Erdboden eine Wildtierkamera hingestellt. Ja, da müsste ich doch eigentlich in ein paar Tagen sehen, was das ist. Mal sehen, ob ich es erwische und dann schneide ich sie gleich an die Stelle mit ins Video. Ja, Triggerwarnung für alle, die das jetzt nicht sehen können. Ich
Jetzt kommt gleich ein Nagetier. Ja, und tatsächlich hat die Wildtierkamera am frühen Abend oder wie auch immer, am Abend, 20 Uhr rum, ein Nagetier gefilmt. Ich gehe mal davon aus, auch so wie ich das jetzt beobachtet habe, dieses Nagetier hat sich eine Höhle gebaut und am nächsten Tag war die Höhle dann nämlich verschlossen. Das heißt, ich vermute, dass dieses Nagetierchen da jetzt gerade ihre Babys gebiert. So, die Stange kommt jetzt hier zu den Gurken. Diese Gurke hatte noch keine Stange bekommen. Übrigens hatten wir über den Winter, da hinten, wo das Holzlager ist, auf jeden Fall ein Eichhörnchen wohnen. Und da war es auch so unterhöhlt. Und da hatte ich nachgeschlagen, da war es das Eichhörnchen. Aber jetzt, ich dachte nicht, dass das Eichhörnchen jetzt Höhlen baut. Das hatte ich dann erkannt, dass es das Eichhörnchen ist, weil da so viele Nüsse rumlagen. Und es sich dort alles in den Bau verschleppt hat. Das war definitiv keine Ratte. Aber jetzt, die Gurke habe ich jetzt hier mit meinem Draht einmal hochgebunden. Die wird sich jetzt hoffentlich ihren Weg nach oben suchen. Ich habe schon gestern hier alles schön gewässert. Es ist ja immer noch recht trocken. Deswegen muss man regelmäßig wässern. Hier hinten kommt der Borretsch ganz schön. Und hier ist eine rote Beete, die nichts tut, außer Blätter entwickeln. Ja, hier, das ist halt Überbleibsel. Aber der Borretsch, der kommt hier ganz gut. Und da hinten noch eine einsame Chili-Pflanze. Ich wollte euch noch ein kurzes Fazit geben hier zu den Tomaten und dem Ausgeizen. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich eine neue Methode ausprobiere, die Geiztriebe, wenn sie kommen, nicht ganz abzuknippen, sondern immer noch ein Stückchen stehen zu lassen. Hier, seht ihr das? Und dass der Trick sein soll, dass dann nichts mehr an der Stelle nachwächst. Und was soll ich sagen? Bis jetzt funktioniert das ganz gut. Das hier ist meine Outdoor-Tomate, die veredelte. Da ist mir neulich dennoch beim Ausgeizen ein bisschen Missgeschick passiert. Zeige ich euch. Ich wollte eigentlich hier nur so einen Trieb nach drüben biegen, um an den Pfahl das zu verbinden. Und dann ist mir das leider abgebrochen. Ja, dann habe ich es halt einfach in ein Gurkenglas gestellt. Und das ist jetzt schon wieder ganz gut. Da, die Wurzelbildung hat bereits begonnen. Das heißt, ich werde diesen Geiztrieb auf jeden Fall noch in die Erde bringen. Der blüht auch schon, stört mich jetzt nicht mehr sehen. Ich glaube nicht, dass jetzt an denen gleich Tomaten werden, aber den werde ich in Kürze in die Erde stecken. Der ist dann jetzt nicht mehr veredelt. Das heißt, jetzt für mich, ich setze den jetzt nicht ins Freiland, weil die Stärke, die diese veredelte Pflanze hat, kommt ja aus der Wurzel. Und das ist ja die starke Tomate, auf die es veredelt wurde. Das ist dann hier quasi eher die schwächere, wohlschmeckende Tomate. Und die werde ich deswegen irgendwo geschützt hinsetzen. Mal schauen. Wahrscheinlich in so einer Woche hat es dann genug Wurzeln, sodass ich es in die Erde stecken kann. Und so lange bleibt es erstmal im Wasserbad. Es ist ja leider so, dass meine Auberginen noch nicht so richtig aus dem Knick kommen. Sie sehen jetzt schon gut aus, aber so einen richtigen Vorsprung haben sie leider nicht. Deswegen werde ich die jetzt noch mal düngen. Ich habe hier so ein bisschen Pferdemist. Das geht relativ schnell in die Erde. Warte mal. Und dann werde ich hier nebendran eine Nachsaat machen, beziehungsweise eine Pflanzung, eine Nachpflanzung. Das ist nicht ganz so einfach nach den Zwiebeln und neben den Auberginen. Aber ich habe jetzt gedacht, ich möchte nichts, was so richtig hoch wird, weil man könnte sicherlich Bohnen noch mal machen. Möchte aber nicht, dass das hier jetzt die Sonne beschattet, weil hier kommen ja dann noch die Gurken, die hoffentlich dann jetzt auch genug Platz haben. Und wenn dann der Mohn, sieht ja nicht schön aus, heute blüht die Mohnpflanze. Die anderen habe ich nicht gesehen, die sind schon verblüht. Aber dieser pinke Mohn, ist das nicht ein Traum? Ja, ich werde hier also jetzt eher Salat einpflanzen. Dünge deswegen jetzt mehr auf der einen Seite, wo die Auberginen sind. Hier, wo der Salat hin soll, muss ich nicht nochmal düngen.
So, hakt es schön in die Erde ein und werde es auch nochmal angießen. Ich habe zwar gestern Abend ein bisschen gegossen, aber es ist erstaunlich, wie schnell das doch dann weg ist. Ich gucke dann auch gleich mal, ob ich noch ein bisschen Rasenschnitt habe. Dann werde ich das auf jeden Fall mulchen. Aber erstmal setze ich dann noch die Pflänzchen ein. Ich weiß nicht, wie bei euch so die Wetterlage der letzten Zeit war. Und ich glaube auch, das hängt sowieso von der Pflanze an sich ab. Und zwar die Frage danach, wie weit ist der Lavendel? Meiner steht bei allen Sorten, ich habe hier, der Lavendel steht hier die ganze Reihe hinter den Apfelbäumen, man kann es kaum sehen, zwischen ein bisschen Beikraut, welches hier eigentlich nicht wachsen soll, steht hier ein Lavendel, den ganzen Weg entlang. Und meiner ist kurz vor der Blüte. Also ich kann es hier mal zeigen. Man erkennt schon die lilane Farbigkeit hier, aber er ist noch nicht aufgeblüht. Ich werde noch warten, bis ich die abschneide, um mir ein paar Duftsäckchen zu machen. Man soll ungefähr so ein bisschen warten, dass die unteren schon angefangen haben zu blühen. So ein Drittel sollte schon blühen. Dann ist das Öl in den Pflänzchen wohl am besten. Aber ich werde jetzt ein paar schneiden, die so ein bisschen zum Nachbarn rüberragen für die Vase. Weil die werden dann natürlich in der Vase aufblühen und verströmen zu Hause auch einen sehr leckeren Lavendelduft. Das beste und schönste Aroma haben übrigens die Lavendelsorten des echten Lavendels. Es gibt ja viele Lavendel-Varianten, unter anderem eben auch der echte Lavendel. Und der hat die meisten Duftstoffe in der Pflanze. Muss man ein bisschen beim Einkaufen aufpassen. Es gibt welche, der macht sehr schöne Blüten und andere, der duftet eben ein bisschen besser oder mehr. Duften tun die alle super. Ich nehme die dann nach Hause. Bis dahin dürfen die erstmal hier in dem Gefäß in einem Wasser stehen. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann werdet ihr auch nichts mehr verpassen. Und gebt einen Daumen dafür, dass ihr vielleicht noch kennt, aus welcher Ära diese süße Kanne ist. Habe ich übrigens auch von meiner Oma bekommen. So, die Fläche ist jetzt soweit vorbereitet und ich hatte leider keinen Salat mehr, aber ich war bei meiner lieben Nachbarin und durfte mir bei ihr Salat aus dem Beet klauen und das werde ich jetzt einpflanzen. Und dann hoffe ich doch mal, dass jetzt die Auberginen endlich ihren Wachstumsschub haben. Und dann hoffe ich auch, dass das Wetter jetzt so ist, dass es ordentlich mal regnet. Ich habe ja ein bisschen so das Wetter verfolgt und in manchen Städten in Deutschland gibt es so Tage, da ist Land unter und in anderen ist es sehr, sehr trocken. Ach, hier ist noch das Schildchen von den Zwiebeln. Gelbe Wintersteckzwiebel hatte ich am 9.2. gesteckt. Ich mache auch wieder ein Schildchen dran und schreibe hier Pflücksalat von Janine dran. Dann weiß ich, wem ich das Glück zu verdanken habe. Das Beet ist bestellt und jetzt erstmal soweit fertig. Den Mohn lasse ich drin, auch wenn er eigentlich hier nicht hergehört, aber er ist einfach zauberhaft und schön und ich hoffe, dass ich dann hier den Mohn und die Kapseln, wenn die reif sind, auch ernte und dann kann ich so im ganzen Garten verteilen. Ich habe noch ein zweites Beet, was dringend eine kleine Überarbeitung braucht und das machen wir jetzt. Und zwar ist es dieses Hochbeet hier. Hier wachsen die rote Beeten. Ich habe Glück, sie wachsen gut. Ein Rankgerüst, welches hier keine Verwendung gerade hat. Das nehme ich weg. Und dann habe ich ja stehen lassen, hier von dem Asiasalat, diese Hülsen und Samen. Und die haben jetzt
einige Blattläuse bekommen, aber nicht alle haben Blattläuse. Das heißt, ich nehme das jetzt raus und dort, wo keine Blattläuse sind, das werde ich trocknen, um dort Samen zu gewinnen. Also hier, das sieht ganz gut aus. Hier platzen die schon auf. Das ist genau das, was ich schon beim letzten Video gesagt habe. Wenn man den Zeitpunkt nämlich erwischt, kann sein, dass das aufplatzt und dann hat man überall Salat. Das kann man gezielt machen. Ich kann das jetzt hier im Hochbeet nicht machen, weil das streut jetzt überall hin, sogar zum Nachbarn, aufs Nachbargrundstück. Deswegen hole ich den raus und trockne mir den Samen separat. Der ist auf jeden Fall reif. Ich habe mir das schon angeguckt. Es ist fest, es ist reif. Es muss jetzt nur noch austrocknen. Den hole ich mal raus. Und da kam mir schon gleich das Schild noch mit entgegen. Und zwar Asia-Gemüse grün im Schnee. So, Erde bleibt im Beet und die Pflanze kommt zur Saatgutgewinnung. Was ich in dem Hochbeet hier habe, ist die Zucchini. Die blüht zwar schön, aber da es immer nur eine Blüte ist, kann die natürlich nicht befruchtet werden. Deswegen muss ich jetzt hier hinten auf jeden Fall noch die andere Zucchini-Pflanze, die ich habe, dazusetzen. Dazu mache ich mir ein bisschen Platz. Der Salat ist in die Blüte gegangen, der kommt raus. Und hier wächst ganz viel Oregano und den werde ich jetzt ernten, schön runterschneiden und dann auch eintrocknen. Zum Trocknen aufhängen. Und dann habe ich wieder einen ganzen Jahresvorrat. Ach, hier ist noch eine Zwiebel, die nehme ich gleich auch noch mit raus. Die kann gleich mit. Dann ist hier wieder genug Platz für eine weitere Zucchini-Pflanze. So, da habe ich die kleinen Pflänzchen gerade günstig erstanden. Waren für 2 Euro zu haben. Und die dürfen jetzt noch hier mit dazu. Das Ungünstige, den Fehler, den ich gemacht habe mit der Zucchini, ist, ich hatte nur eine geholt und gepflanzt, weil es gab da nur eine. Meine Vorzucht war nämlich schief gegangen. Und bei einer Zucchini-Pflanze ist es halt leider nicht möglich, dass die sich befruchtet, wenn nicht gleichzeitig eine männliche und eine weibliche Blüte da ist und die Insekten von A nach B hopsen können. Da das nicht so einfach ist, dass beide gleichzeitig blühen, ist es immer ratsam, 2 Pflanzen nebeneinander zu haben. Den Rat habe ich selber nicht befolgt und so muss ich den jetzt einmal nachholen. Aber das ist kein Problem. Läuft ja nichts weg. So, dann werde ich jetzt auch hier noch mal ein bisschen Dünger und außerdem ist das Hochbeet ganz schön abgesackt, noch ein bisschen Erde draufhauen, bevor ich die Pflanzen einsetze. Und natürlich ordentlich wässern. So, und jetzt noch mal kurz ein bisschen einschwemmen und dann sollte es gut funktionieren. Jetzt dürfen die Zucchinis groß und stark werden und hoffentlich kleine Babys produzieren. Zucchini-Babys. Weiter geht's zum nächsten Projekt. Das wird ein bisschen spannender für mich, weil ich mich eigentlich gar nicht dran traue. Und zwar habe ich hier, man kann es besonders schön sehen, wenn ich direkt daneben stehe, einen sehr, sehr schönen, hohen Rosmarin, der auch wirklich wunderschön geblüht hat und jedes Jahr eifrig im Januar, Februar seine Blüten hat. Jetzt ist alles verblüht und jetzt sind die, wie das duftet, richtig toll. Aber ich habe den nie richtig geschnitten. Ich habe mich nie so richtig dran getraut und jetzt passiert Folgendes. Ich kann es euch mal von der Seite zeigen. Ja, jetzt sieht man es hier eigentlich sehr schön. Der ist hier sehr, sehr knöchrig und teilweise brechen jetzt die langen Äste hier dann auch ab. Und ich habe das schon versucht mit einem fetten Stahlstange, die bestimmt auch bald nachgibt, und einem Comprigurt festzuziehen. Aber eigentlich müsste ich den schneiden.
Und beim Rosmarin ist es so, man kann den schneiden und man darf auch beherzt schneiden, aber ich habe es nie gemacht. Ich zeige euch mal, wo. Ich glaube, hier kann man es gut erkennen. Wir haben hier den Ast, der eigentlich nur am Ende so richtig schön buschig ist. Und dann haben wir hier noch einen Trieb und hier noch einen kleinen Trieb. Auf dem Rückweg hier dann nichts weiter. Das heißt, der letzte Schnitt, den ich haben könnte, wäre vor diesem letzten Trieb. Und dann würde ich hier diese ganze große Masse natürlich verlieren. Aber ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als diesen Busch heute richtig kahl zu schneiden. Es tut mir irgendwie im Herzen weh, aber ich möchte, dass der noch ein bisschen länger lebt und nicht irgendwann komplett abstürzt und umbricht. So, den größten Teil habe ich jetzt schon weggeschnitten. Also man sieht ja, was auf dem Boden liegt. Ich werde jetzt einen kleinen Teil noch behalten und ein bisschen hier ausrichten, damit es nicht total karg aussieht. Das kann ich dann nämlich auch ein andern Mal noch einschneiden. Man muss nicht den ganzen Busch beim ersten Mal total Kahlschlag machen. Ich nehme hier noch 1, 2 Ästchen ein bisschen raus und dann warte ich darauf, dass er sich erholt und wieder schön buschig wird. Das wird sicherlich jetzt so erstmal wieder 1, 2 Jahre dauern, aber ich würde mal sagen, ich habe ja eh genug Rosmarin für die nächsten 20 Jahre. Was ich aus dem Rosmarin mache, ich werde natürlich einen Großteil verschenken. Werde das jetzt erstmal schön trocknen. Dafür ist jetzt gerade das beste Wochenende. Sollen ja über 30 Grad werden. Und ich zeige euch gleich mal, wo ich den jetzt hinpacke, damit der in Ruhe trocknen kann. Weil ich werde die nicht einzeln in kleine Säckchen oder sowas hängen, beziehungsweise in so kleine Bündchen. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, besonders wenn das so wie jetzt die letzten Tage so stürmisch ist, dann fallen die Säckchen alle runter und liegen dann überall im Garten rum. Also diese Bündel, genau. Deswegen habe ich eine andere Variante, wie ich jetzt den Rosmarin trockne. Ich trockne den Rosmarin und mache dann meistens Rosmarinsalz draus. Indem ich das Rosmarin schön klein, fast zu Mehl male, mit Salz vermische. Perfektes Geschenk. Was ich aber auch noch mache, wir sind am Wochenende zu einer Feier eingeladen. Dann nehme ich mir ein paar von diesen saftigen Trieben, entferne den unteren Bereich und dann kann man hier unten Gemüse oder Fleisch aufspießen und es dann auf den Grill legen. Davon nehme ich auf jeden Fall auch welche mit. Das wird nämlich richtig lecker. So, sieht ein bisschen traurig aus. Der kriegt jetzt auch mal eine ordentliche Ladung Liebe, bisschen Wasser, ein bisschen Pflege hier unten an dem Wurzelbereich. Und dann haben wir das auch geschafft. Schön. Ist auf jeden Fall ordentlich was runtergekommen. Und das werde ich jetzt schön trocknen. Da hole ich jetzt mal ein Trocknungsgestell, welches ich habe, was wir dann hier in die Sonne hängen. Ja, und jetzt an dieses Gestell, das ist so ein Stoffmaterial, was so viele Löcherchen hat. Da packe ich jetzt zum einen den Oregano, den ich gepflückt hatte, in die obere Etage. Verteile es gut und das ist hier sehr luftig. Und wenn ich es in die knalle Sonne oder beziehungsweise die halbschattige Stelle hänge, trocknet es auch sehr schnell. Ja, man sollte das jetzt nicht in die knalle Sonne hängen, weil dann werden die Kräuter eher verbrannt, als dass sie trocknen. Deswegen lieber in so einem leicht luftigen, halbschattigen Bereich. Ja, und da kommt jetzt auch das ganze Rosmarin rein. Und zwar nur die
die guten Enten, die frischeren, die vom diesen und letzten Jahr. Und die Hölzer, die lasse ich gleich draußen. Wenn man sich überlegt, da hinten sind die Schrebergärten und hier vorne sind die Bäume einfach komplett über den Weg gekracht. Oder der Baum. Kann man schon von Glück reden. Ja, mal gucken, wie es jetzt im Garten aussieht.